Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Sie sind ja wirklich eine Mittelschule, ist da Gymnasium und HTL, also perfekte Mischung. Und es ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich bin Bettina Anderl von ESERO Austria. Wir sind da, um den Weltraum an die Schulen zu bringen. Und heute ein ganz spezielles Thema, nämlich konkret die Astrobiologie. Das heißt, ich verknüpft ja die Astronomie und den Weltraum mit Biologie. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade wenn es um neue Welten geht oder um Leben auf anderen Objekten. Und dazu haben wir einen Experten hier bei uns, den Dr. Sebastian Quellner, der uns ja, ganz viele spannende Dinge jetzt erzählen wird und euch auch ein paar Fragen stellen wird. Schauen wir mal, es wird spannend. Vielen Dank, dass du da bist. Und das Ganze wird auch noch aufgezeichnet, wollte ich nur dazu sagen. Genau. Also freut mich wahnsinnig, dass ihr jetzt alle da seid. Und ich möchte euch heute ein bisschen einführen in meine Forschung und in die Astrobiologie an sich. Und der Titel von meinem Vortrag ist Grenzen des Lebens auf der Erde und deren Auswirkungen auf mögliches Leben auf anderen Planeten. Und das soll euch schon ein bisschen dorthin leiten, wo es hingehen soll. Quasi, wie kann man Leben auf der Erde untersuchen? Was ist Leben überhaupt? Und wie könnte Leben auf anderen Planeten aussehen? Und kurz zu mir, ich habe meinen Doktor im Dezember fertig gemacht in Frankreich, in Orléans, und zwar in einer Gruppe von Exobiologie. Und damit ihr ein bisschen wisst, was mein persönlicher Weg eigentlich dorthin ist, weil wie Bettina gerade gemeint hat, Astrobiologie ist ein wirklich interdisziplinäres Fach. Man hat was von Biologie, man hat auch was von Geologie, Astronomie und packt eigentlich alles zusammen. Und jeder Astrobiologe, jede Astrobiologin hat einen anderen Startpunkt gehabt, um dorthin zu kommen. Und mein Startpunkt war die Erdwissenschaften, die Geologie. Und als Geologe an der Universität in Wien, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, habe ich Serpentinisierungsprozesse untersucht. Was ist das? Das ist quasi, wenn Sie am Meeresgrund durch Wärme, durch hydrothermale Aktivitäten Gesteine verändern und dort Energie freigesetzt wird. Und dann habe ich mich immer mehr gefragt, okay, könnten in diesen Gesteinen eigentlich Spuren von Leben sein? Und dafür war ich dann kurz in den USA und habe dort meine Bachelorarbeit mitgeschrieben und Sachen untersucht und bin dann nach Bremen gegangen, an der Universität in Bremen, und habe dann quasi organische Geochemie gemacht. Also von der Geologie hin zu etwas Chemischen, wo ein bisschen Biologie auch mit dabei ist. Das heißt, von dort an war schon so ein bisschen mehr interdisziplinär, mehrere Fächer zusammen und versucht festzustellen, ob in diesen Gesteinen, in diesen Mineralen wirklich Biosignaturen eingeschlossen sein können, also organische Moleküle. Und war dann an der Universität in Bremen, kurzzeitig 3 Monate in den USA, in der Harvard-Universität, und bin dann allerdings immer mehr von der Erde hin zu anderen Planeten gegangen und habe dann einen zweiten Master noch gemacht in Weltraumwissenschaften in Lüttich in Belgien. Und naja, habe mir dann gedacht, okay, wenn ich Biosignaturen auf der Erde nachweisen kann, wie würde man das auf anderen Planeten machen? Und bin dann wirklich gecatcht worden von den Sirenen des Mars, weil irgendwie der Mars ein wahnsinnig spannender Planet ist und eben aber auch mehr und mehr für uns zugänglich wird. Und warum ist der Mars so spannend? Weil wir wissen, dass der noachische Mars, das ist quasi die Erdepoche oder die Zeitepoche des Mars, vor ungefähr 4 Milliarden Jahren gab es Wasser auf der Oberfläche. Und wenn man den Mars heute anschaut, oder 2013, sieht man ja, es sieht ein bisschen anders aus. Aber auf der Oberfläche hat man immer noch Ablagerungen von Flüssen beispielsweise, von Deltas. Und das zeigt eigentlich dorthin, dass es damals vielleicht Leben geben hätte können, beziehungsweise die Bedingungen zumindest gegeben waren, um Leben entstehen zu lassen. Und jetzt möchte ich euch mal kurz so fragen, wenn man jetzt von Leben redet, was glaubt ihr, was ist Leben eigentlich? Was ist die Definition für Leben? Und da würde ich einfach mal so, es gibt keine falschen Fragen, es gibt keine blöden Antworten, einfach mal so ein bisschen reinfragen. Beispielsweise du, was wäre deine Vorstellung von Leben? Du hast gerade die Hand gehoben. Will ich aber auch nicht stressen. Falls irgendwer was dazu sagen, würde mich interessieren, was ihr so denkt, was ist Leben und was braucht man zum Leben? Ja? Also zum Leben braucht man Nahrung. Nahrung, ja? Dankeschön.
Ich glaube, man braucht auch Sport. Sport, okay, ja. Bewegung, ja. Wissenschaft. Wissenschaft, okay. Und Geschichte. Geschichte, okay. Ja. Ich denke, fürs Leben ist eine Atmosphäre nötig. Atmosphäre, okay. Auch Moleküle. Moleküle, sehr gut, ja. Noch irgendwas? Okay. Sauerstoff, okay. Atmosphäre, Sauerstoff. Alles klar. Eigentlich habt ihr schon richtig wichtige Dinge auf den Punkt gebracht, was man wirklich für Leben braucht. Und jetzt wollen wir uns kurz mal die Definition, die offizielle Definition von der NASA anschauen, was Leben ist. Und das ist so ein komisch ominöser Satz. Ein sich selbst erhaltendes chemisches System, das zur darwinistischen Evolution fähig ist. Und das sind 3 ganz große Sachen dabei, die wir kurz durchbesprechen werden und wo ich erklären will, okay, was meinen die eigentlich damit? Und sind eure Punkte eigentlich schon ziemlich nahe dran. Und zwar, das erste ist ein sich selbst erhaltendes System. Bedeutet, dass das System kann ohne äußere Hilfe in einer bestimmten Umgebung überleben. Das heißt, das System an sich, naja, wo haben wir da? Hat eine gewisse Geschichte vielleicht. Ja? Und ja, es ist quasi mit der Atmosphäre, mit der Umgebung, mit dem Sauerstoff, wo es quasi eigentlich überleben könnte. Es ist ein chemisches System, das heißt, es basiert auf Molekülen und auf chemischen Reaktionen. Chemische Reaktionen ist auch Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel, unsere Bewegung. Und es ist fähig zur darwinistischen Evolution. Das heißt, das System kann sich fortpflanzen, hat vererbbare Modifikationen, also Mutationen, die weitergegeben werden können und die sich durch Selektion an die Umwelt anpassen. Also wieder Atmosphäre, wenn wir das weiterspannen, irgendwie als Umwelt und eben auch die Geschichte und die Wissenschaft, die eigentliche Information, die in diesem Organismus drinnen ist. Und wenn man so an Leben denkt, ich zumindest und viele haben so, der erste Impuls ist, okay, der Baum des Lebens, der Tree of Life. Und der erste Tree of Life, also wirklich, wo man quasi Abstammungsverhältnisse aufgezeigt hat, wurde von Charles Darwin 1837 so als Skizze irgendwie in sein Notizbuch reingeschrieben. Und ist eigentlich extrem spannend, weil er damit schon quasi darwinistische Evolution versucht hat vorzuzeigen. Und das ist dann immer weiterentwickelt worden mit so ziemlich abgefahrenen Trees of Life von Ernst Haeckel beispielsweise, der auch so kleine Organismen gezeichnet hat und immer mehr so überlegt hat, okay, wo ist eigentlich die Rolle des Menschen in dem Ganzen? Wir sind da ganz oben. Und wo fängt das eigentlich an? Und er hat da unten die Monera und beispielsweise Amöben ganz runtergepackt. Und wenn wir uns das zeitlich uns anschauen, das ist 1837, 1879, war es ein bisschen langweilig, aber in den 70er Jahren ist was ganz so Spannendes passiert. Und zwar, man ist draufgekommen, okay, es gibt Bakterien, das hat man immer schon gewusst, so Einzeller, die man irgendwie nur unter dem Mikroskop sieht. Es gibt Mehrzeller, Eukaryoten, das sind wir, das sind aber auch Pflanzen, das sind Pilze, das ist alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, ein bisschen größer ist. Aber da gibt es eine dritte Domäne des Lebens. Und es gibt Archäen. Und Archäen, der Name schon bedeutet, es ist was Altes, was Archaisches. Und dass wir draufkommen, es gibt ganz extreme Organismen eigentlich, die dann nicht dazu passen. Es sind zwar Einzeller, aber es sind keine Bakterien. Und wenn man so diesen Baum des Lebens durchgibt, gibt es da diesen LUCA. Und LUCA ist so ein Akronym für den letzten gemeinsamen Vorfahren, den wir alle in diesem Baum des Lebens quasi gemeinsam haben. Also wirklich der erste Organismus, aus dem wir eigentlich alle entstanden sind. Und schauen wir mal, wie weit das jetzt geht, aber ich möchte das einfach ein bisschen mitgeben, weil für mich das wahnsinnig wichtig ist, dass es so diese 3 Domänen des Lebens gibt. Weil wir sind eigentlich daraus entstanden, dass so ein Bakterium in eine Archaee reingekommen ist, die so eine Symbiose gemacht haben und das Bakterium quasi zur Energiehaushalt geworden ist und dadurch erst die Energie frei geworden ist, dass es mehrzelliges Leben gibt.
Und das ist eigentlich extrem spannend, wenn man sich überlegt, okay, dass wir eigentlich nur daraus entstanden sind, dass sich zwei Einzeller unterstützt haben. Genauso wie Pflanzen. Das ist später nochmal passiert mit Cyanobakterien. Und warum das wichtig ist, ist, weil er euch so ein bisschen vorzeigen will, okay, von der Amöbe bis zum Alpaka, es ist alles am Tree of Life. Wir sind quasi alle eigentlich von diesem LUCA, von diesem Last Universal Common Ancestor. Und es gibt 3 Domänen des Lebens. Bakterien, Archeen und Eukaryoten. Das sind wir. Und jetzt, wenn wir von Leben reden, habe ich nochmal eine Frage an euch. Und zwar, was glaubt ihr, sind die Grenzen des Lebens? Was sind die höchsten Temperaturen? Was sind die niedrigsten Temperaturen, die Leben aushalten können? Hat irgendwer eine Idee dazu? Einfach reinraten. Was glaubt's? Ja? Irgendwas mit minus 100 Grad oder so. Minus 100 Grad? Okay, ja. Vielleicht ein paar hundert Grad, also sehr, sehr heiß. Sehr heiß, ein paar 100 Grad. Würdest du sagen so, okay, passt, ein paar 100 Grad? Ja? Ich finde, es gibt keine Grenzen des Lebens, weil wenn man es mit der Zeit macht, dann finde ich, kann man so anpassungsfähig sein, dass man es irgendwie schafft. Alles klar. Super Antwort. Also bei minus 273 Grad können sie die Moleküle nicht mehr bewegen, deshalb glaube ich, ist da kein Leben mehr möglich. Alles klar. Mehr? Da vorne haben wir noch wen? Oder, ja? Ich glaube minus 500 Grad. Minus 5, okay. Alles klar. Ich glaube, dass die Wärmtemperatur müsste ungefähr bis 70 Grad sein. Bis 70 Grad? Ja. Alles klar. Gut. Ich glaube 0 Kelvin. Ich glaub, 0 das- Kelvin. Okay, also bei minus 273 Grad. Alles klar. Gut. Und was wir jetzt schon sehen, okay, es gibt sehr viele Meinungen zur Temperatur, die alle so ein bisschen auseinander driften, aber die eigentlich ziemlich gute Ansatzpunkte liefern. Und jetzt schauen wir uns mal an, so eine, wie soll ich sagen, die Habitate, wo eigentlich Leben entstehen kann. Das heißt, bevor wir diese Frage beantworten, gehen wir eigentlich dorthin, wo kann Leben sein? Und da sehen wir schon, okay, es gibt Hydrothermalquellen, es gibt heiße Quellen, es gibt wirklich wahnsinnig saure Seen, Wüsten, Minen und aber auch das Krustenmaterial. Es gibt Organismen, die fressen Uran. Und es gibt Soda Lakes in der Tiefsee, in Marianengraben beispielsweise, aber auch in diesen Serpentinisierungsprozessen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass eigentlich das alles ein Habitat für Leben ist auf der Erde, kann man jetzt mal zum Überlegen anfangen, okay, was sind jetzt wirklich die Limits von Leben? Und da gibt es jetzt leider so eine langweilige Tabelle, die aber eigentlich ziemlich spannend ist, wenn man sich die Werte anschaut. Und wenn man da beispielsweise so Stück für Stück mal durchgeht, die höchste Temperatur ist 110 bis 122 Grad Celsius. Und es gibt so einen Mikroorganismus, der heißt Strain 121 oder 122, das war jetzt nicht mehr so ganz drauf, der wirklich bei diesen Temperaturen sich noch fortpflanzen kann. Das heißt, nicht nur das aushalten kann, sondern dort noch leben kann. Die niedrigsten Temperaturen, es gibt Organismen, die leben im Eis, leben bei minus 20 bis minus 25 Grad. pH-Wert, also wie sauer oder wie basisch das Wasser ist, geht bei über 11 oder bis 0,06 oder 1, also wahnsinnig sauer und wahnsinnig basisch. Und dann gibt es aber noch andere Werte, die wir jetzt gerade vorher gar nicht besprochen haben, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, dass Leben das eigentlich aushalten muss. Wie ionisierte Strahlung, also kosmische Strahlung, Röntgenstrahlung. Und da gibt es Organismen, die halten bis zu 6000 Gray aus. Und da mal kurz zum, was heißt das jetzt eigentlich? Für uns sind 4 bis 5 tödlich, in 50% der Fälle innerhalb von 60 Tagen.
und die können 6000 aushalten. Wenn man UV-Strahlung anschaut, wir kriegen einen Sonnenbrand bei 250 Joule pro Quadratmeter und die halten 5000 aus. Oder wenn man sich den Druck anschaut, okay, wir leben ungefähr so bei einem Bar, 1,013, die halten 1100 Bar aus. Also wirklich quasi unten beim tiefsten Punkt der Erde können die leben und sich fortpflanzen. Die Wasseraktivität, wie ziehflüssig Honig ist, das ist der Grund, warum Honig nicht schlecht wird, weil er kein Wasser hat. Und diese Organismen könnten dort drinnen noch leben. Und dann gibt es Desiccation, also quasi die Möglichkeit, wirklich sich Wasser zu entziehen. Und das ist ungefähr die 60-prozentige die relative Feuchtigkeit, was das untere Limit von biologischer Aktivität ist. Und was ich vorher noch gemeint habe, es gibt auch die tiefe Kruste. Das heißt, wenn man in Goldminen oder in anderen Minen runtergeht, kann man ganz tief in die Erde hineingehen. Und auch dort findet man noch Organismen, die beispielsweise Uran verstoffwechseln können, also wirklich fressen können. Und all diese Limits sind von mikrobiellen Leben gesetzt worden und viele davon von Archeen. Und warum das jetzt wichtig ist, wenn man Leben in Analogstellen auf der Erde sich anschaut, weil wir natürlich wissen wollen, okay, wie schaut es mit Leben auf anderen Planeten oder auf anderen Monden aus? Und für mich natürlich wahnsinnig spannend ist der Mars, weil wir wissen, wie der früher ausgesehen hat. Aber es gibt noch 2 andere Kandidaten, die wahnsinnig spannend sind. Es gibt viele Kandidaten, aber kurz so diese 2, die ich auch noch vorstellen möchte. Und zwar den Jupitermond Europa und den Saturnmond Enceladus. Und was wir von denen wissen, ist, dass die einen flüssigen Ozean auf der Oberfläche haben. Und bei Enceladus, dass es dort hydrothermale Aktivitäten gibt, also heiße Quellen, die wirklich von der Kruste aus hineinströmen, durchs Eis gehen und dann wirklich solche Streams wie bei einer Fontäne raus katapultieren. Und in dieser Fontäne haben wir schon Moleküle gefunden. Was man dabei sagen muss, ist, nur wenn man Moleküle findet, heißt es nicht, dass es dort Leben gibt, sondern dass es dort Bausteine von Leben gibt. Und was das mit diesen Bausteinen von Leben auf sich hat, möchte ich jetzt euch ein bisschen anhand meiner eigenen Forschung erklären. Und zwar, wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen am Mars und schauen uns nochmal an, okay, wir wissen, vor 4 Milliarden Jahren hat der so ausgesehen. Und wie der so aussah, hat die Erde auch so ausgesehen. Das heißt, an dem gleichen Zeitpunkt, wo auf der Erde Leben entstanden ist, hätte eigentlich auch theoretisch Leben am Mars entstehen können. Und was ist passiert? Warum schaut er heute nicht mehr so aus? Mit der Zeit hat sich das Wasser also in die Unterfläche zurückgezogen. Wir wissen, dass es da heute immer noch Wasser gibt. Und da Mars kein Magnetfeld hat, ist beispielsweise die ganze Atmosphäre, die er früher hatte, von Sonnenstürmen und so weiter, wegerodiert worden. Was bei der Erde nicht passiert ist. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass Leben am Mars in die Unterfläche sich zurückgezogen hat. In Höhlensysteme oder in irgendwelche unterirdischen Höhlen. Und das ist quasi der Hintergrund der Marsforschung eigentlich der letzten paar Jahre. Wenn man so von 2003 anfängt mit dem Rover, war zuerst so die große Frage, okay, gibt es dort Wasser? Wo gibt es Wasser? Und dann war die nächste Frage, okay, war der Mars eigentlich mal bewohnbar? Und dann ist immer mehr in die Richtung gegangen, okay, jetzt schauen wir aktiv nach Biosignaturen, nach Spuren von Leben. Und 2028 gibt es einen ganz spannenden Rover von der ESA, von der Europäischen Weltraumagentur, die 2 Meter in die Oberfläche des Mars reinbohren wird. Und bis jetzt hat man immer nur so an der Oberfläche ein bisschen rumgekratzt. Und wenn man wirklich mal 2 Meter reinbohrt, kann man vielleicht auch irgendwelche Zonen erwischen, wo vielleicht noch hätte Leben sein können. Und jetzt ist die Frage, was sind eigentlich Biosignaturen und wie kann man sich das alles vorstellen? Ich möchte das ganz einfach halten. Es gibt organische Verbindungen, so Biomarker, die wir alle produzieren, die jedes Leben produziert. Es gibt gewisse Minerale, die von Leben erzeugt werden. Es gibt winzig kleine Strukturen, solche Mikrofossile, die auch Zeichen von Leben sind. Es gibt Isotope, das heißt verschiedene Ablagerungen, ob leichte oder schwere Elemente verwendet werden. Es gibt eine allgemeine
chemische Signatur darauf hinweist. Es gibt Makrostrukturen, also wirklich so beispielsweise Stromatolithen, also Gesteinsstrukturen, die auch von Leben erzeugt worden sind, aber groß sind. Und dann gibt es noch Spiegelsymmetrien von Molekülen. Und das Interessante dabei ist, eigentlich braucht man all diese Faktoren, um wirklich sagen zu können, okay, wir haben Leben entdeckt. Weil jeder einzelne davon auch durch abiotische, also durch nicht biologische Prozesse erzeugt werden kann. Und das ist das Schwere dabei, wenn man wirklich nach Leben auf anderen Planeten sucht. Weil wir dort nicht hinfahren können und es einfach mal anschauen können, sondern wir bräuchten eigentlich das Material zu uns, zurück auf die Erde, um das analysieren zu können. Und dann auch nochmal kurz, weil man redet immer so von organischen Molekülen und sowas, möchte ich nur 2 Punkte mitgeben. Und zwar, wenn man von Lebensdetektion spricht, wann kann man eigentlich wirklich sicher sein, dass es Leben gibt? Und beispielsweise letztens gab es eine große Presseaussendung von der NASA. Wir haben da was gefunden am Mars, wo vielleicht hätte Leben sein können. Und das ist so eine Level 1 Lebensdetektion. Und dann gibt es bis Level 7 rauf, bis man wirklich sicher ist, okay, wir haben Leben gefunden dort. Und da dumpeln wir leider gerade noch hin, aber es könnte sich in ein paar Jahren ändern. Und jetzt wollen wir noch kurz reingehen, weil ich gemeint habe, naja, eigentlich müssten wir so ein Gestein vom Mars mal mitnehmen und auf der Erde analysieren. Und wir haben schon Steine vom Mars auf der Erde. Und zwar, wir haben Mars-Meteoriten, wo wir wirklich wissen, okay, das ist Material vom Mars. Und der links, der heißt Black Beauty, also die schwarze Schönheit. Und das ist so eine Mischung aus Krustenmaterial, also es ist Untermaterial vom Mars und Oberflächenmaterial und hat einen hohen Wassergehalt. Das kann man sich vorstellen, da war ein Asteroid, ist auf dem Mars gecrashed, hat Material mitgenommen, ist 10 Millionen Jahre rumgeflogen und dann ist er auf der Erde eingeschlagen. Und dann haben wir ihn gefunden. Und das wahnsinnig Spannende daran ist, dass der eine sehr komplexe Zusammensetzung hat. Das heißt, es sind potenzielle Nährstoffe für Mikroorganismen. Und dann gibt es so verrückte Menschen wie mich, die dann nehmen, also wirklich diesen Meteoriten, klein crashen, in so einen Bioreaktor reinstellen und Mikroorganismen drauf züchten. Und jetzt wird sich fragen, okay, warum Steine fressen? Okay, weil wir mit diesen Organismen, die ich arbeite, diese Archeen, die fressen Steine. Und zwar der Nahrung, wie wir vorher gemeint haben, das ist auch eine Definition von Leben. Leben braucht Nahrung. Der Nahrung sind Steine, also chemische Reaktionen, die Elemente, die in den Steinen drinnen sind. Eisen und Schwefel oder Wasserstoff. Und die brauchen keinen Sauerstoff, sondern die brauchen CO2. Und was wir wissen ist, dass die ältesten Lebensformen der Erde chemolithoautotrophe Organismen waren, also deren Energie aus chemischen Reaktionen gezogen worden ist. Deren Nahrung war Eisen, Schwefel und Hydrogen und deren Kohlenstoffquelle war CO2. Und Trophy heißt einfach nur die Fresser. Und jetzt wollen wir uns aber kurz mal anschauen, wie diese Organismen eigentlich aussehen. Und das ist so ein Modellorganismus, den man hernimmt und mit dem ich arbeite. Und der heißt Metallosphera sedula. Das heißt eigentlich übersetzt eine Metallsphäre erzeugende Kugel. Und die fressen Gesteine und während die diese Gesteine fressen, werden die eigentlich selbst zu Gestein und bauen in deren Zelle ganz viel Eisen und so weiter ein, was die sehr stabil macht. Und das sind extremophile, also extrem liebende Organismen. Die leben bei einem pH von 2 bis 3 und bei Temperaturen von 70 bis 80 Grad. Irgendwer hat da 70 Grad gesagt. Das wäre deren Lebensraum, muss ich sagen. Super gemütlich, da fühle ich mich wohl. Und die sind isoliert worden und gut charakterisiert. Das heißt, wir wissen deren Genom, deren Information. Und sind eigentlich nur so Cells stuck with minerals, also eigentlich so Zellen, die auf Mineralen kleben, die so einen Biofilm erzeugen. Und so arbeite ich mit denen im Labor. Ich habe da wirklich quasi so einen Bioreaktor, also so eine Glasflasche, bereite deren Fressen vor, also so gemahlenes Gestein, und adaptiere die auf Mineralen. Kultiviere die für 7 Tage, gebe denen ein bisschen Sauerstoff, aber eigentlich mehr CO2,
halte die Temperatur konstant auf 75 Grad und ein pH von 2 und gebe denen eigentlich nur so Spurenelemente und Stickstoff dazu, damit die wachsen können. Und danach schauen wir an, okay, was haben die für Signale da drinnen, was haben die für Moleküle. Und die züchte ich auf Mars-Meteoriten, die züchte ich auf Mars-Analog-Gesteinen und kann man eigentlich auf allem adaptieren, was so geht. Das heißt, da kann man auch nur nachdenken, was sind eigentlich die Grenzen des Lebens und wie könnte Leben auf anderen Planeten aussehen. Könnten einfach Steine fressen, die dort sind. Und jetzt haben wir vorher noch ein paar andere wichtige Bausteine gehabt, die gefährlich sind für Leben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist kosmische Strahlung. Und wie kann man das auf der Erde nachmachen? Und wie kann man die wirklich marsähnlichen Bedingungen aussehen? Und in Berlin, beim deutschen German Aerospace Center, gibt es eine Mars-Simulationskammer, wo man quasi den heutigen Mars nachahmen kann. Und wie schaut eigentlich so diese ultraviolette Strahlung aus und dieser Sonnenwind? Was bedeutet das eigentlich? Ich möchte euch da ein paar Werte mitgeben. Und zwar die Strahlungsdosis, die wir auf der Erde bekommen, pro Jahr, sind bei 2,4. Wenn man auf die ISS geht, also auf die Weltraumstation, bekommt man pro Tag die Dosis von 0,5 ungefähr. Und am Mars das Doppelte. Und wie wir vorher schon gesehen haben, das ist für uns sehr, sehr schlecht. Für Mikroorganismen aber eigentlich gar nicht so. Die halten das aus. Und da gibt es dann immer wieder so Experimente, beispielsweise auf der Weltraumstation, wo man so Platten hat und wirklich quasi dort Minerale, Mikroorganismen und alles Mögliche der Strahlung aussetzt, weil es dann aus dem Erdmagnetfeld nicht ganz draußen ist, aber möglichst draußen ist. Und dadurch man wirklich sehen kann, okay, wie reagiert Leben drauf und wie würden wir eigentlich darauf reagieren, wenn wir beispielsweise am Mond eine Basis haben oder am Mars reisen würden. Weil es ist eigentlich gar nicht so ungefährlich. Und bin dann mit meinen Mikroorganismen, mit meinen Mineralen nach Berlin gegangen und habe das in so einer Mars-Simulationskammer 2 Wochen lang marsähnlichen Bedingungen ausgesehen. Also wirklich quasi minus 50 Grad bis plus 15 Grad, der gleichen Atmosphäre vom Mars, gleiche Druck. Und habe dann wirklich versucht, okay, sieht man da was? Und ich möchte euch da jetzt wirklich Forschungsergebnisse vorstellen, weil das ist quasi, wenn man diese Exponate wieder rausnimmt aus der Mars-Simulationskammer von 14 Tagen, dann sieht man so einen Farbunterschied. Die sind beispielsweise bestrahlt worden und die sind nicht bestrahlt worden. Und man sieht, okay, diese Organismen, die 2 Wochen lang dem Mars ausgesetzt haben überlebt und haben nachher weiter noch wachsen können. Das heißt, so eine Reise von 2 Wochen am Mars halten die aus. Und jetzt möchte ich noch kurz vorstellen, was mache ich eigentlich jetzt hier und warum werde ich das jetzt eigentlich, warum kann ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Und am Center mache ich weiter mit meinen Kultivierungen, mit meinen Bioreaktoren und kultiviere die auf Mond, auf Mars und auf Asteroidengestein und schaue mir an, was die eigentlich machen, ob die das überleben, ob die darauf wachsen können, ob die das fressen können. Und dann arbeite ich noch mit einer Künstlerin zusammen, mit der Anna Stewart, und wir versuchen gemeinsam so ein bisschen was über Astrobiologie zu erzählen. Und so dieses Denken umzuwechseln, dass wir sagen, okay, wenn man Leben irgendwie sucht, wonach suchen wir? Nach mikrobiellen Leben, nach Einzellern, nach wirklich hochspezialisierten Organismen. Und falls ihr Zeit habt, lade ich dazu ein, für die lange Nacht der Forschung am Freitag wieder vorbeizukommen. Und dann können wir ein bisschen mehr erzählen über dieses Kunst und Wissenschaft und wie das zusammenhängt. Und damit möchte ich sehr bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wenn Sie den QR-Code das kennt, habt ihr noch ein paar Informationen und so ein kleines Video auch dazu, falls euch das noch mehr interessiert. Und ihr könnt mir jederzeit irgendwie was schreiben, falls ihr Fragen habt.